Mein Name ist Martin Mittermeier, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter der TU München vom Lehrstuhl für ökologischen Landbau und Pflanzenbausysteme und zudem Geschäftsführer von Yield Experts. Und wir veranstalten hier mit One Water und der Fördergesellschaft Albrecht Daniel Theer eine Pfingstexkursion mit 30 Studierenden in viele landwirtschaftliche Betriebe und sehr tolle Institutionen in Mittel- und Ostdeutschland mit dem Fokus auf Pflanzenbau und Tierhaltung. Und das Ganze steht unter dem Motto „Auf den Spuren von Albrecht Daniel Theer", einen Mitbegründer der Agrarwissenschaften. Und diesen Spuren folgen wir auf wissenschaftlicher Seite und auf praktischer Seite und wir kommen denen immer näher. Das Ganze ist gespickt nicht nur mit Besichtigungen, sondern auch mit kulturellen Highlights. Beispielsweise haben wir gestern eine Stadtführung in der Lutherstadt Wittenberg gemacht. Die war sehr interessant. Wir waren beispielsweise, haben wir die Lysimeterstation Brandis angeschaut. Das hat alles ganz viel damit zu tun mit Nitratauswaschung, ein sehr wichtiges Thema. Hier stehen wir auch ein bisschen im Konflikt, also Landwirtschaft und Wasserschutz. Und zum Beispiel die Lysimeterstation Brandis und auch das Wassergut Kahnis, das wir vorab besucht haben, widmet sich genau dieser Aufgabe, also diesen Konflikt Pflanzenbau, Ernährung und Wasserschutz, also niedrige Nitratbelastung, zu lösen. Und hier haben wir ganz viele tolle Konzepte gesehen, wie man auch Betriebe fahren kann, um dieses Problem zu lösen. Am zweiten Tag waren wir auf einem sehr großen Betrieb mit fast 5000 Hektar. Und dort konnten wir große Einblicke bekommen in die mitteldeutsche und ostdeutsche Landwirtschaft, die sich natürlich zur bayerischen Landwirtschaft, die wir hier an der Technischen Universität München kennen, stark unterscheidet, mit beispielsweise Größen von 50 Hektar pro Betrieb, und hier haben wir eben 5000 Hektar pro Betrieb gehabt. Wir haben auch das Ganze immer gesehen, wie wichtig der Boden ist, wie wichtig Humus ist. Humus ist essentiell für Pflanzenbau, und hier eben auch der Link zu Albrecht Daniel Theer, also dem Mitbegründer der Agrarwissenschaften, der einer der ersten war, oder er war der erste, der die Humustheorie aufgestellt hat, und auch wie wichtig Humus und ein gesunder Boden für das Pflanzenwachstum ist, und insbesondere jetzt in Zeiten des Klimawandels, wo wir immer wieder stärkere Trockenperioden haben, sehen wir, wie wichtig es ist, mit dem Kulturgut Boden richtig umzugehen und den zu schützen. Und es ist die Message, die Albrecht Daniel Theer vor Hunderten von Jahren gehabt hat, ist jetzt genau richtig, und das können wir richtig gut auffassen. Ich bin Maria, ich studiere aktuell Gartenbauwissenschaften im 4. Semester, und ich fand am heutigen Tag der Exkursion tatsächlich am interessantesten, wie sehr sich die Böden unterscheiden. Gestern haben wir einen Boden angeschaut mit einer Kennzahl von 96 und heute von rund 30, und Unterschiede waren sehr beeindruckend. Außerdem haben wir heute Dauerfeldversuche angeschaut und auch, wie sich die Düngung auswirkt, und das so real zu sehen, ja, finde ich sehr beeindruckend. Hi, ich bin Karl Köhler, ich studiere Natur- und Agrarwissenschaften. Wir sind im Moment auf Exkursion. Heute waren wir auf einem reinen Ackerbaubetrieb, sowohl konventionell als auch ökologisch. Und das Interessanteste daran war der Bodenaushub, beziehungsweise dann die einzelnen Bodenschichten zu sehen, wie die sich so entwickelt haben über die mehreren Jahre und wie der Betrieb mit diesen Bodenschichten umgeht und darauf Ackerbau betreibt, modernen Ackerbau.